Du möchtest aus einer MP3-Datei die Akkorde auslesen und daraus später dann ein MIDI-File generieren. Mit dem Yamaha Chord Tracker ist das Ganze kein Problem. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Heute soll es um den Yamaha Chord Tracker gehen. Das ist eine App, die auf Android sowie iOS läuft. Und mit dieser App können wir aus einer MP3-Datei die Akkorde auslesen. Später können wir diese Datei an unser Keyboard übertragen per WLAN und anschließend können wir auf dem Keyboard zur Begleitung unsere Melodie selbst einspielen. Wie der genaue Ablauf ist, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, und am Keyboard angekommen, gehen wir erstmal in das Menü, Menü 2 und sehen jetzt hier die Wireless LAN-Einstellungen. Wenn ich hier auf Update Netzwerk gehe, erkennt er jetzt zum Beispiel hier meine Fritzbox. Diese markiere ich, sie wird jetzt grün hinterlegt und wir sehen hier oben Connected. Ich bin also mit meinem WLAN im Heimnetzwerk verbunden. Ja, die Chord Tracker App kann auf Android und auf iOS-Geräten laufen. Ich habe es in meinem Fall jetzt hier auf meinem iPad installiert und deswegen schauen wir doch gleich mal rüber aufs iPad und schauen uns die ganze Geschichte an. Ich öffne jetzt hier die Chord Tracker App und wir sehen hier die leere App. Können jetzt hier unten unter Settings unsere Einstellungen tätigen, haben also hier oben das Recording-Format, können Keyboards mit einem Bluetooth-Adapter verbinden oder wie in meinem Falle hier können wir eine Verbindung unserer Dropbox herstellen. Das ist also eine ganz einfache Geschichte. Wir klicken am Anfang hier drauf und die Chord Tracker App fragt uns, ob sie Zugriff auf unsere Dropbox haben darf. Das müssen wir natürlich erlauben. Und dann wird in unserer Dropbox ein Ordner Apps erstellt, hier in diesem Fenster zu sehen. Und es entsteht dann hier der Ordner Chord Tracker. In diesen Ordner Chord Tracker schieben wir unsere MP3-Dateien hinein am PC, die wir da gerne analysiert haben wollen. Ja, und wenn dies geschehen ist, können wir das dann hier von dieser App aus aufrufen. Ja, ansonsten gibt es hier noch zu sagen, dass wir hier unser Instrument einstellen können. Das Genus ist jetzt bei mir im WLAN verbunden. Ich kann dann am Keyboard nochmal zeigen, wo wir diese WLAN-Einstellung vornehmen können. Wichtig ist natürlich jetzt, dass sich die Android-Geräte bzw. das iPad im gleichen Netzwerk befindet wie der Genus. Also sollte irgendwo das gleiche Netzwerk sein, sonst funktioniert es ja nicht. Ja, wir wählen jetzt hier unseren Genus an und können jetzt schon starten, uns unseren Song hereinzuholen. Dazu gehen wir hier auf User Songs und haben hier oben in diesem Bereich unser Download-Fenster. Er verbindet sich jetzt mit der Dropbox, was wir hier sehen, und können jetzt sagen, ich will jetzt zum Beispiel den Titel von Kerstin Ott, wegen dir nachts, wenn alles schläft, hereinholen, markieren das und klicken dann hier oben diesen Bereich wieder auf Laden.
und damit zieht es uns diesen Titel in unsere App. Und wenn wir jetzt den Titel antippen, analysiert die Chord Tracker App die Akkorde des Titels. So, das dauert also einen ganz kleinen Moment, bis er das alles durchgerechnet hat. Aber wir sehen, es ist leicht geschafft. So, und da haben wir es auch schon. Wir sehen also hier, dass er in E-Dur die ganze Geschichte erkannt hat. Und sehen jetzt hier oben Detecting Section. Also er analysiert die einzelnen Sektionen des Titels. Also er erkennt dann schon, das ist ein Refrain, das ist ein Vers und so weiter und so fort. Und später wird er den einzelnen Sektionen, die hier erkannt worden sind, auch unterschiedliche Variationen unserer Styles zuweisen. Wir sehen das hier schon, dass es farblich markiert ist. Also wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, der eine Teil ist in braun, der nächste ist etwas beiger gehalten. Hier werden wir irgendwo in den Refrain kommen und wieder die nächsten Teile. So, jetzt können wir natürlich diesen Titel hier abspielen. Ich mache das natürlich jetzt nicht ewig, weil wir ja sonst Probleme mit dem Urheberrecht bekommen. Wir können jetzt hier die Lautstärke regeln, können das Tempo ändern. Ist natürlich auch eine ganz praktische Funktion, wenn man einen schnellen Titel hat, um ihn vielleicht etwas langsamer einzuüben. Und können hier unseren Titel noch transponieren, was natürlich nur bei einer MP3-Datei in einem ganz geringen Rahmen bleiben sollte, weil sonst wird es wirklich nicht mehr schön. So, im unteren Bereich hier, wie gesagt, haben wir noch die Möglichkeit, auf das Notenbild der Akkorde umzuschalten, dass wir also sehen, wie wird der Akkord im Notenbild dargestellt. Wir können uns anzeigen lassen, wie wird dieser Akkord auf dem Keyboard gegriffen und können uns anzeigen lassen, wie die Tabulatorenansicht ist, also wie greifen wir diese ganze Geschichte auf einer Gitarre. Ja, und nun wird es Zeit, dass wir diesen Titel auf das Keyboard übertragen. Wir haben hier oben die Möglichkeit, bei diesen 3 Punkten den Titel per Mail zu senden oder wir senden ihn ans Instrument, können ihn zu den Favoriten hinzufügen und haben hier noch einige Einstellungen, um die Akkorde genauer einzustellen. Also können jetzt zum Beispiel das Tempo halbieren oder verdoppeln und so weiter und so fort, können es neu analysieren lassen, beziehungsweise haben hier bei den Detailsettings noch einige Einstellmöglichkeiten. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir wollen den Titel zum Instrument übertragen. Wir hatten ja in den Einstellungen gesehen, dass bei mir der Genus über WLAN verbunden ist, also Send to Instrument. Und er bringt uns jetzt die Anzeige, dass er diese Akkordsequenz an das Instrument schicken will. Und wir können jetzt hier in der zweiten Zeile noch auswählen, welcher Style am Keyboard soll dafür verwendet werden. Wenn wir das antippen, kommen wir also in das Auswahlmenü der Werkstyles für das entsprechende Instrument, je nachdem welches Instrument oben gewählt ist. Und können uns jetzt durchscrollen und sind der Meinung, das ist ja ein Schlager von Kerstin Ott. Und wir sagen mal, wir wollen das mit dem Rhythmus Schlager Pop machen und senden das Ganze ans Keyboard. So, bei mir existiert jetzt dieser Titel schon, weil ich es vorhin schon einmal ausprobiert habe. Und da ist bei mir vorhanden, also breche ich an dieser Stelle ab. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze
einfach mal am Keyboard an, wie es dann da aussieht. Also auf ans Keyboard. Und wir sehen, das Ganze wird jetzt zum Keyboard übertragen. Und wenn wir jetzt auf den Songplayer gehen, haben wir hier im User-Speicher die Chord-Tracker-App als Ordner dargestellt. Müssen natürlich hier von Audio auf MIDI umschalten, öffnen den Ordner Chord-Tracker und haben jetzt hier unseren Titel. Den können wir anwählen. Der Player A ist aktiv. Wir sehen jetzt hier, dass der Titel geladen ist und können den Titel starten. Und er hat jetzt diesen Schlagerpop ausgewählt. Jetzt können wir natürlich hergehen und können sagen, wir möchten das Ganze mit einem anderen Rhythmus starten. Nehmen jetzt zum Beispiel mal hier irgendwas aus den Oldies, den Gitarrock, starten das Ganze neu. Und so können wir in Windeseile einen ganz neuen Style über die Akkordfolge legen und so ein komplett neues MIDI-File generieren. Ja, ihr seht also, die Chord-Tracker-App ist ein sehr nützliches Tool, um in Windeseile aus einer MP3-Datei ein MIDI-File zu generieren. Das kann man natürlich dann später noch bearbeiten und weitergestalten, seinen Text einfügen und so weiter und so fort. Aber man kann so ganz schnell einen Titel einüben, kann das Tempo entsprechend anpassen, um die Melodiestimme zu üben, und die Begleitung kommt immer mit den richtigen Akkorden. Falls es euch gefallen hat, wie immer, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo meines Kanals freuen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rico. Ciao.